Hallo liebe Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Ich bleibe heute bei dem Thema Versailler Vertrag. Ihr habt euch ja gewünscht, ich lese ja jeden Kommentar, dass ich mehr über Zeitgeschichte berichte. Und viele haben sich auch gewünscht, dass ich näher auf den Versailler Vertrag eingehen soll. Das werde ich machen mit verschiedenen Videos. Ich habe ein Video gemacht über Hitler und Versailles. Ich habe ein Video gemacht über den Präsidenten Wilson und dass die USA am meisten profitiert haben vom Versailler Vertrag. Und heute geht es um das finale Verbrechen an den Deutschen. Und zwar, es geht um den Kriegsschuldparagraphen. Den Alliierten reichten die enormen Reparationen und Gebietsverluste, die sie dem Deutschen Reich abpressten, nicht aus. Mit dem Kriegsschuldparagraphen, der die Alleinschuld Deutschlands für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs zementierte und was angesichts der Tatsachen eine Ungeheuerlichkeit darstellte, erniedrigten sie die sowieso schon geschundene Volksseele noch zusätzlich. Einige Zeitgenossen erkannten schon damals die ungeheuerliche Sprengkraft, die in diesem Vertragsdiktat steckte. Der deutsche Außenminister Ulrich Graf von Brockdorff-Rantzau sagte, ich zitiere, der lange Vertragstext wäre ganz unnötig gewesen. Sie hätten auch einfach schreiben können, Deutschland gibt sein Recht zu existieren auf. Zitat Ende. Konstantin Fehrenbach vom Katholischen Zentrum prophezeite, ich zitiere, dieser Vertrag ist die Verewigung des Krieges. Zitat Ende. Und auch Winston Churchill, man achte, kritisierte den Vertrag in seinem Buch Der Zweite Weltkrieg, ich zitiere, die wirtschaftlichen Bestimmungen des Vertrages waren so bösartig und töricht, dass sie offensichtlich jede Wirkung verloren. Deutschland wurde dazu verurteilt, unsinnig hohe Reparationen zu leisten. Diese Diktate drückten sowohl die Wut der Sieger aus, wie den Irrtum ihrer Völker, die nicht begriffen, dass keine besiegte Nation oder Gemeinschaft die Kosten des modernen Krieges ersetzen kann. Zitat Ende. Einer der scharfsinnigsten Denker des 20. Jahrhunderts, der angloamerikanische Sozialwissenschaftler und Philosoph Gregory Bateson, analysierte das Zustandekommen des Vertrages von Versailles in einer Vorlesung am Sacramento State College. Es lohnt sich an dieser Stelle einige längere Passagen daraus zu zitieren, da Bateson nicht unter den Verdacht gestellt werden kann, Geschichtsrevisionismus zu betreiben oder ein Rechter zu sein. Ich zitiere, wenn wir also wirklich wissen wollen, welches die wichtigsten Punkte in der Geschichte sind, müssen wir uns fragen, welches die historischen Augenblicke sind, in denen Einstellungen verändert werden. Diese sind Momente, in denen Menschen aufgrund ihrer früheren Werte verletzt werden. Die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich kaum wissen, wie der Vertrag von Versailles zustande kam. Die Sache ist sehr einfach. Der Erste Weltkrieg zog sich immer weiter in die Länge. An diesem Punkt hatte George Creel, ein Mann aus der Öffentlichkeitsarbeit, die Idee. Die Idee war, dass die Deutschen vielleicht aufgeben würden, wenn wir ihnen milde Waffenstillstandsbedingungen anböten. Er setzte also eine Reihe von milden Bedingungen auf, nach denen keine Strafmaßnahmen erfolgen sollte. Diese Bedingungen wurden in 14 Punkten abgefasst und weiter schreibt der Philosoph. Diese 14 Punkte leitet er an Präsident Wilson weiter, wenn an jemanden täuschen will, ist es besser, die Mitteilung durch einen ehrlichen Mann übergeben zu lassen. Präsident Wilson war ein fast krankhaft ehrlicher Mann und ein Philanthrop. Er führte die Punkte in einer Anzahl von Reden genau aus. Es sollte keine Annexionen, keine Kriegssteuer, keine Bußen und so weiter geben. Und die Deutschen ergaben sich. Wir,
Die Briten und Amerikaner, besonders aber die Briten, setzten natürlich die Blockade gegenüber Deutschland fort, weil wir nicht wollten, dass sie überheblich würden, bevor der Vertrag unterzeichnet war. Sie mussten also noch ein weiteres Jahr hungern. Abschließend, ich zitiere: Der Vertrag wurde schließlich von 4 Männern ausgearbeitet: Clemenceau, dem Tiger, der Deutschland vernichten wollte; Lloyd George, der meinte, es sei politisch zweckmäßig, eine Menge Reparationen aus Deutschland herauszupressen und sich ein wenig zu rächen; und Wilson, der überredet werden musste. Immer wenn Wilson die 14 Punkte ins Gespräch bringen wollte, führten sie ihn hinaus auf die Soldatenfriedhöfe und verursachten bei ihm ein schlechtes Gewissen, weil er nicht wütend auf die Deutschen war. Wer war der vierte? Orlando war es, ein Italiener. Das war der größte Rückfall in der Geschichte unserer Zivilisation. Ein höchst außergewöhnliches Ereignis, das ziemlich direkt und unvermeidlich zum Zweiten Weltkrieg führte. Es führte auch zur vollkommenen Demoralisierung des deutschen Volkes. Nicht war der Zweite Weltkrieg die angemessene Antwort einer Nation, die in besonderer Weise betrogen wurde. Noch wichtiger ist die Tatsache, dass die Demoralisierung dieser Nation aufgrund dieser Behandlung zu erwarten war. Durch die Demoralisierung Deutschlands wurden auch wir demoralisiert. Aus diesem Grund sage ich, dass der Vertrag von Versailles ein Wendepunkt für die oben beschriebene Einstellung war. Zitat Ende. Damit ist eigentlich alles gesagt. Der damalige amerikanische Koordinator für Hilfslieferungen, Herbert Hoover, gab später zu, ich zitiere: Wir waren uns einig, dass viele der Bestimmungen des Friedensvertrages ins Verderben führen würden. Zitat Ende. Mit seiner prophetischen Äußerung sollte Hoover recht behalten, denn der Versailler Friedensvertrag destabilisierte die Lage in Europa auf Dauer und die Bedingungen waren so hart, dass sie die Deutschen gegen diesen Frieden aufbrachten. Zu all dem kam, dass die Vereinigten Staaten den Vertrag nicht ratifizierten. Ich rufe in Erinnerung, dieser Frieden wurde unter Verlängerung der Hungerblockade gegen deutsche Zivilisten und mit Androhung des militärischen Einmarsches in das Deutsche Reich erzwungen. Die Sieger belohnten sich auf Kosten der Verlierer. Man mag denken, so ist es doch seit Jahrhunderten schon immer gewesen. Doch die Franzosen, die Mehrheit der Franzosen, fand dieses Diktat auch noch zu mild. Doch eine der schlimmsten Bedingungen war der Kriegsschuldparagraph, dass die Deutschen die Alleinschuld übernehmen mussten. Das ist so ungeheuerlich, das hat die Deutschen so aufgeregt, dass auch Hitler und seine Partei, ich habe ein Video darüber gemacht, erst richtig in Fahrt kamen. Und viele NS-Führer haben ja auch später zugegeben, dass dieses Schanddiktat von Versailles der Grund war, warum sie in die NSDAP eingetreten sind, weil die NSDAP die einzige Partei war und Hitler der einzige, der wirklich offensiv und öffentlich sich gegen dieses Schanddiktat gewendet hat. Die Übernahme der Alleinschuld war also ein bedeutender Grund dafür, dass die Deutschen den gesamten Vertrag ablehnten, egal was man zu den einzelnen Reparationen auch gesagt hat. Diese moralische Demütigung war das finale Verbrechen der Sieger und es sollte sich rächen. Der Vertrag von Versailles war die Grundlage des Zweiten Weltkrieges, was heute natürlich nicht publiziert wird, weil die Alliierten natürlich nicht die Schuldigen am Ausbruch des Zweiten Weltkrieges sein dürfen. Doch die willkürliche Grenzziehung, die ethnische Säuberungen durch den Versailler Vertrag haben den Nährboden für den Zweiten Weltkrieg bereitet. Wer etwas anderes behauptet, ist ein Lügner. Alles dazu über den Versailler Vertrag
in meinem Buch Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 1. Ihr könnt dieses Buch bestellen, den Link gebe ich unten an. Dieses Buch, ich zeige es noch einmal, dieses Buch wird bei Amazon zensiert und blockiert und ist gesperrt, weil ich in diesem Buch beweise, mit Dokumenten beweise, dass ohne ausländische Hilfe Hitler hätte keinen Krieg führen können. Ohne Hilfe amerikanischer Firmen. Darüber werde ich noch einige Videos machen. Seid also gespannt, bleibt mir treu. Ihr könnt auch meinen Newsletter auf www.michaelgrant.de abonnieren. Jede Woche zu einem neuen Thema. Mehr aktuelle Themen, weil in meinem YouTube-Kanal ich ja, wie ihr euch das gewünscht habt, zeitgeschichtliche Themen bespreche. Lasst euch also nicht verdummen. Ich zeige die Geschichte so, wie sie wirklich war, anhand von verifizierten Quellen, die nicht widerlegt werden können. Und in jedem Buch sind zwischen 1000 und 2500 Quellen angegeben. Ihr könnt also jeden Absatz, den ich schreibe, jede Aussage, die ich zitiere, anhand von Quellen nachprüfen. Das ist seriöser Journalismus. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.